Nachdem MG mit seinem Roadster, dem Cyberstar, schon für Aufsehen gesorgt hat, kommt da noch eine andere Variante. Der MG Cyber GTS. Auf diesem Kanal seht ihr übrigens immer die aktuellen Infos zu den neuesten Autos, also lasst ein Abo da, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und jetzt seht ihr alles, was man aktuell zum Cyber GTS wissen kann, hier auf Project Drive. MG feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Die mittlerweile zu SAIC gehörende Marke MG stellte heuer beim Goodwood Festival of Speed 2024 ihr neues MG Cyber GTS Konzept vor. Wie schon vorher spekuliert, wurde das Auto nun als Hardtop-Version des MG Cyberstar bestätigt. Ob es das Cyber GTS-Konzept in die Produktion schafft, hängt von der Resonanz der Öffentlichkeit ab, hat aber bei einigen Leuten bereits für große Aufregung gesorgt. Sollte der Cyber GTS tatsächlich kommen, könnte er eine würdige Ergänzung des Portfolios von MG sein. Der MG Cyber GTS ist ein zweitüriges Coupé, das vorne weitgehend das Design des MG Cyberstar übernimmt. Die Optik der Scheinwerfer und des Lufteinlasses ist ebenso identisch mit dem MG Cyberstar, mit aerodynamischen Elementen und großen Luftöffnungen auf beiden Seiten, um die Wärmeableitung zu verbessern. Unten befindet sich ein Maschengitter. Chinesische Medien weisen darauf hin, dass das Auto mit seiner niedrigen Karosserie und den breiten hinteren Radkästen einem Porsche 911 sehr ähnlich sieht. Dieser Vergleich dürfte auch auf die stark abfallende hintere Dachlinie hin zu einem entenschwanzartigen Ende zurückzuführen sein. Sicherlich sieht der Cyber GTS schlanker aus als der Cabrio Cyberstar. Die ohnehin sportlich wirkenden Räder werden durch rote Bremssättel verstärkt und das Auto übernimmt die dicken Hinterbacken des Cyberstar für einen muskulösen Look. Dank der abfallenden Dachlinie und des Entenhecks wirken diese Wangen stärker in das Design integriert als beim Cabrio. Am Heck befinden sich die markanten Rückleuchten des Cyberstar sowie der Diffusor darunter. Obwohl MG dieses Auto als Konzept bezeichnet, sollten wir angesichts der herkömmlichen Seitenspiegel davon ausgehen, dass dieses Auto für die Produktion bestimmt ist, und zwar eher früher als später. Autohome prognostiziert eine Veröffentlichung des MG Cyber GTS im Jahr 2025. Eine Veröffentlichung wäre aber in diesem Jahr zur Nutzung des Jubiläums marketingtechnisch sinnvoller. Anhand der bisher veröffentlichten Bilder lässt sich nur schwer erkennen, ob es sich um konventionelle Türen oder um dieselben Scherentüren handelt wie beim Cyberstar. Autohome behauptet, dass der Cyber GTS über Scherentüren verfügen wird, dies ist jedoch möglicherweise nur bei den Top-Versionen der Fall. Der MG Cyber GTS könnte etwas geräumiger sein als das Cabrio und mit seinem festen Dach zum 2+2-Sitzer mutieren. Das ist aber spekulativ, denn die auf dem Goodwood Festival of Speed 2024 gezeigte Studie hat noch keinen fertigen Innenraum und deshalb intransparente Glasscheiben. Abgesehen davon dürften sich aber die Innenräume der beiden Karosserievarianten ansonsten gleichen. Zum Vergleich bekommt man im MG Cyberstar ein herkömmliches, sportliches Lenkrad, welches 3 Speichen und eine flache Unterseite hat. Das Lenkrad verfügt außerdem über einen Fahrmoduswähler und einige zusätzliche Schalthebel dahinter. Neben dem sonst in Weinrot gezeigten Innenraum sind Säulen und Dach die einzigen schwarzen Elemente. Dieses Rot passt an sich super zu dem Roadster. Auf den Türverkleidungen des Cyberstar findet man auch Knöpfe zur Sitzverstellung. Die Bildschirme des MG Cyber GTS bleiben höchstwahrscheinlich ebenso gleich. Der Fahrer hat insgesamt 3 Bildschirme vor sich. Sie bilden sozusagen einen gebogenen Monitor, der hinter dem Lenkrad sitzt und ziemlich gut aussieht. Auch der Mitteltunnel bleibt wahrscheinlich unberührt. Das Auto besitzt eine Reihe berührungsempfindlicher Tasten zur Klimatisierung. Unter diesen Tasten können wir den Gangwahlschalter erkennen, der durch einige physische Tasten dargestellt wird. Darüber hinaus gibt es im Auto 2 Feststellbremsknöpfe. Der erste befindet sich im Mitteltunnel, der zweite links vom Lenkrad. Zurück zum Mitteltunnel gibt es einen weiteren Bildschirm, die Verdeckkontrolltasten und ein paar Getränkehalter. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula und Comic Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung.
Obwohl der MG Cyberstar an die zweitürigen MGs mit Klappdach von gestern erinnert, ist er kein Kleinwagen und misst 4,53 Meter in der Länge, 1,91 Meter in der Breite und 1,32 Meter in der Höhe bei einem Radstand von 2,69 Metern. Da es sich beim MG Cyber GTS um eine Hardtop-Version des MG Cyberstar handelt, können wir davon ausgehen, dass die Maße und der Antriebsstrang sehr ähnlich sein wird. Der MG Cyberstar ist sowohl als Einzel- als auch als Doppelmotorversion erhältlich. Bei der Single-Motor-Version besteht die Wahl zwischen einem 231 und einem 250 kW Motor an der Hinterachse, die jeweils ein maximales Drehmoment von 475 Newtonmeter liefern. Die Dual-Motor-Version behält den 250 kW Motor an der Hinterachse und fügt an der Vorderachse einen zusätzlichen 150 kW Motor hinzu, der zweimal über 250 Newtonmeter Drehmoment verfügt. Die Beschleunigungszeit beträgt bei den einmotorigen Versionen 4,9 Sekunden, während sie bei den zweimotorigen Versionen 3,2 Sekunden beträgt. Als Einstiegsauto erhält die 231 kW Einzelmotorversion des Cyberstar eine kleine Batterie mit 64 Kilowattstunden Kapazität, während alle anderen Versionen einen 77 Kilowattstunden Akku verwenden. Die Reichweiten der einmotorigen Variante betragen je nach Größe des Akkupakets 501 bzw. 580 Kilometer. Mittlerweile hat der Doppelmotor eine CLTC-Reichweite von 520 Kilometern. Wann der GTS in den Verkauf kommt, ist noch nicht entschieden. Es gibt aber bereits einen kleinen Teaser, denn Carl Goffam, der Direktor von SAIC Design London, hielte es für eine gute Idee, den europäischen Markt Mitte des kommenden Jahres zu beglücken. Denn im Jahr 1965 wurde der MG B GT, die Festdachvariante der Firmenlegende MGB aus dem Jahr 1962, am Markt eingeführt. Das wäre doch ein gutes Datum, meint Goffam. Und ein passendes Geschenk zum 60. Geburtstag. Auch die Preise stehen offensichtlich noch nicht fest, darüber muss in Shanghai erst noch entschieden werden. Sie dürften schlussendlich in der Region des Cyberstars landen, der mit Heckantrieb für rund 50.000 € zu haben sein wird. Wie gefällt euch der MG Cyber GTS? Findet ihr ihn ansprechender als das Cabrio-Modell? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!